erzählte auch von den Giftgaskriegen. Wer nicht rechtzeitig seine Gasmaske drauf hat auf dem Gesicht, hatte enorme Probleme. Und das sind so Sachen, die schon auch ein Kind oder Jugendlichen prägen. And singing the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Ich bin bei meiner Mutter und bei meinen Großeltern aufgewachsen, weil mein Vater und meine Mutter nicht geheiratet haben. Es sind beides Familien, die Flüchtlinge waren. Meine Mutter und die Eltern kamen aus Pommern und mein Vater kam mit seinen Eltern aus Ungarn. Und die Eltern von meinem Vater hatten aber eine Ungarin für ihn vorgesehen, sodass im Prinzip ich bei meiner Mutter und Großeltern aufgewachsen bin. Ich kannte aber zumindest die Großeltern, auch väterlicherseits, da wir auch straßenmäßig nicht weit voneinander wohnten. Also einmal geprägt, denke ich, ist es durch meine Großeltern. Mein Großvater mütterlicherseits war im gewissen Sinne ein Kriegsgegner. Er war im Ersten Weltkrieg, war dort auch in Frankreich und hat dort aber sich sehr schnell bei den Sanitätern gemeldet. Da er Bauer war, konnte er mit Pferden umgehen und in dem Moment hatte er dort den Krieg erlebt, im Ersten Weltkrieg, und hat mir auch als Kind, Jugendlicher davon erzählt. Und das waren schon einprägende Erinnerungen, sowohl für mich, aber ich denke auch für ihn. Und im Zweiten Weltkrieg wurde er kurz eingezogen, aber da der Bauernhof nicht versorgt war, er war der einzige Mann auf dem Bauernhof, sonst war seine Frau, 2 Töchter und noch eine Schwester der Großeltern dort, konnte er wieder zurück und musste dann nicht länger im Krieg bleiben, im Zweiten Weltkrieg. Also Geschichten, wo er im Prinzip erzählt, wie die Verwundete dort rausgeholt haben aus dem Schlachtfeld, wie die auch amputierte, also ohne Bein, ohne Arm, und auch zum Teil, wie die Wundversorgung gemacht haben, auch mit einfachen Mitteln. Urin war damals ein Desinfektionsmittel in dieser Zeit. Und er erzählte auch von den Giftgaskriegen. Wer nicht rechtzeitig seine Gasmaske drauf hat auf dem Gesicht, hatte enorme Probleme. Und das sind so Sachen, die schon auch ein Kind oder Jugendlichen prägen. Ist durchaus ein Punkt, dass ich sage, die gewisse Einstellung dazu zum Menschen, zum Leben, ist eine, die dadurch auch geprägt ist. Er war auch einer, der im Prinzip nach den Möglichkeiten schaute und guckte, was geht und was ist machbar. Und das ist schon ein Punkt, wo ich sage, ja, da habe ich einiges von meinem Großvater abgeschaut und habe auch einiges übernommen, dass man bei bestimmten Sachen konsequent dranbleibt und auch guckt, welche Möglichkeiten es gibt. Ja, und das durchaus auch in diesem Bereich für Menschen oder da zu sein. Ja, die Schulzeit war eigentlich ganz okay. Am Anfang war es so, man war Flüchtlingskind, kriegte man auch 1958, 60 noch zu spüren. Es gab aber noch mehrere in der Klasse, ich weiß nicht wie viel, aber ich schätze so 5, 6 Kinder waren wir, die diese Geschichten im Hintergrund hatten. Und das hat sich dann nachher allmählich auch gegeben. Ich war auch dort in manchen Punkten gefragt, hatte meistens so die Milchkasse und hatte so auch andere kleinere Aufgaben für die Klasse mit übernommen oder war dort so Ansprechpartner. Und bei der 8. Klasse war ja dann die Frage Gymnasium, weil damals ging es erst ab der 9. dann aufs Gymnasium. Dort war auch die Frage, ob ich gehe, und da fragte mich der Lehrer, gehst du aufs Gymnasium und wie lange willst du zur Armee gehen? 3 oder 5 Jahre? Und dort habe ich ihm gesagt, ich will gar nicht zur Armee, ich will Bausoldat werden, ich nehme keine Waffe in der Hand. Und damit war der Lehrer dann im Prinzip ausgerastet, konnte es nicht verstehen
Und damit war auch die Karriere Gymnasium erstmal gestrichen. Du verdirbst dir deine ganze Zukunft und so weiter, war dann die Reaktion. Ja gut, habe ich so zur Kenntnis genommen. Ja, das wurde begründet, dass man im Prinzip doch sein Vaterland, die DDR, verteidigen muss. Und im Prinzip sind die Waffen in der DDR nicht da, um zu töten, sondern um zum Verteidigen. Ich habe im Prinzip gesagt, ja, geschossen ist geschossen, getroffen ist tot, egal wer oder welche Waffen. Und das war so ein Punkt. Dazu kam natürlich bei uns in der Klasse, war vom SED-Kreisleitung, Sekretär, der Sohn mit drin und noch jemand, auch ein Sohn von einem hohen Offizier aus der NVA, also Volksarmee, die wir hier hatten. Und da waren die Lehrer immer etwas auch vorsichtig, dass alles so normal verlief. Und da passte sowas nicht rein. Aber ja, gut. Mich hat das nicht weiter mit 8. Klasse gesagt, gut, dann mache ich 9., 10. Klasse. Und dann hatte ich gesagt, okay, dann mache ich nach der 10. Klasse dann Berufsausbildung mit Abitur. Und dann sagte mir aber auch dann, ja, nein, wir befürworten das nicht. Mit der staatsbürgerlichen Einstellung ist das nicht machbar. Ja, Reibung würde ich es nicht sagen. Es war im Prinzip bekannt. Wir waren auch aus der Klasse 4 oder 5, die dort sich zur Kirche hielten. Und auch in der Jugend war ich dann dort sehr häufig in der Kirche. Und wir hatten dort die Möglichkeit, auch Tischtennis zu spielen. Und in der Freizeit bewegten wir uns dann in den kirchlichen Räumen. Und das war ja von der Schule soweit dann ja, zur Kenntnis genommen. Es wurde nicht eigentlich kommentiert. Ich habe ja als dann Jugendlicher, auch während der Lehrausbildung, war ich in einer jungen Gemeinde mit aktiv, war dort auch ehrenamtlicher Mitarbeiter, jetzt heißt das Teamer, und war dort mit dabei, habe was mit vorbereitet, habe auch mit Rüstzeiten mit gestaltet, organisiert oder habe auch hier in Döbeln geguckt, wenn wir irgendwas vorhatten, ein Fest, eine Feier, das mit vorzubereiten. Und das war so ein Punkt, der mich dann auch geprägt hat, zu sagen, ja, könntest eigentlich sowas machen mit Menschen, könntest irgendwo eine kirchliche Ausbildung beginnen. Und das war dann auch so der Hintergrund, warum ich dann eben das so gemacht habe. Die Lehrausbildung hatte ich dann mit 1 absolviert und dann hatte ich auch sofort eine Stelle in dem Betrieb gekriegt und der Betrieb sagte dann, wir würden dich gerne zum Studium Maschinenbau delegieren, das dürfen wir, kannst auch ohne Abitur dann mit einer 1 und wenn du ein Jahr bei uns gearbeitet hast, studieren. Da habe ich dann gesagt, ja, ich werde studieren, aber ich werde eben im kirchlichen Raum studieren und werde ein 4-jähriges Studium als Diakon beginnen. Ich habe von 71 bis 73 in Moritzburg studiert. Das war so die Grundausbildung, wo es so um Theologie und Pädagogik geht. Und dann habe ich 2 Jahre von 73 bis 75 in Rothenburg an der Neiße eine Spezialausbildung zum Diakon, Sozialarbeiter, also Fürsorger, kirchlicher Fürsorger absolviert. Das heißt, dieses Studium bestand aus den 2 Teilen, ein Grundstudium und ein Spezialstudium. Das Moritzburg war eine sehr gute Zeit, eine sehr gute Gemeinschaft, wo man auch miteinander sehr viel unternommen hat. Und was auch ein Stückchen prägt, also Moritzburger Diakone ist so ein Markenzeichen, zumindest in Sachsen. Und das ist so ein Punkt, was dann natürlich auch die Gemeinschaft dort prägt. Und die Spezialausbildung in Rothenburg war damals eine Parallelausbildung zum Rauhenhaus in Hamburg. Es gab in der DDR 5 Diakonenhäuser mit je verschiedenen Ausbildungen und es gab im Westen auch 7 oder 8 Diakonenausbildungsstätten und die Hamburger Ausbildungsstätte des Rauhenhauses hatte diesen Aspekt Sozialfürsorge, fürsorgerischer Bereich, soziale Arbeit
mit Kindern, Benachteiligten und so weiter. Und dieses Ausbildungsprogramm wurde parallel dann hier in Rothenburg durchgeführt. Die Diakonie ist der Sozialverband der evangelischen Kirche und hat verschiedene Aufgaben. Einmal betreibt Altenheime, betreibt Krankenhäuser, betreibt Kindergärten, Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Jugendheime und hat eine ganze Menge von Beratungsaufgaben. Also Schwangerschaft, Konfliktberatung, Suchtberatung, Schuldnerberatung, Ehelebensberatung. Also ein ganzes Angebot für die Versorgung der Bevölkerung in dem Bereich des Sozialen. Also das war, ja, vielleicht kann man sagen, das geringere Übel. Die Alternative wäre gewesen, ins Gefängnis zu gehen. Totalverweigerung und ins Gefängnis zu gehen. Und das war das geringere Übel. Man wusste zwar nicht als Bausalat, wo kommt man hin und welche Arbeit musste man tun, aber im Prinzip war das eine mehr praktische Arbeit. Und im März, Frühjahr 1978 bin ich dann zur Armee eingezogen worden, zum Bausoldaten. Und bin dann dort als Bausoldat zur Militärakademie nach Dresden gekommen. Das war durchaus ein gutes Entfernung für mich. Es hätte können natürlich auch an die Ostsee gehen oder woanders hin. Und auch die Tätigkeit in der Militärakademie war durchaus angenehm. Also man hat dort nichts gelernt, wir waren dort tätig, wir waren bei der Militärakademie Mädchen für alles, kann man sagen. Wir waren dort sowohl für die Straßenreinigung zuständig, für die Sportplatzunterhaltung, dass die Sandaschenbahn immer sauber war, für die Rasenmäht im Fußballplatz, für die Grünpflege im Gelände, für die Sauberkeit. Wir waren auch gleichzeitig die Feuerwehr der Militärakademie und wir waren auch die Müllabfuhr für die Militärakademie. Das heißt also, wir haben die ganzen Arbeiten erledigt, damit das ganze Betrieb läuft. Wir waren dort 18 Bausoldaten und waren dann auch so in bestimmten Bereichen vorrangig eingeteilt. Ich war mehr bei dem Bereich Reinigung, das heißt also in den Unterkünften der Offiziere, die dort zur Weiterschulung waren, für die Reinigung der Treppenhäuser oder Gemeinschaftsräume war ich hauptsächlich zuständig und dann eben je nachdem, wo das nötig war, wenn bestimmte Ereignisse waren. Ich war verheiratet und kurz vorher, bevor ich zur Armee eingezogen wurde, war mein zweiter Sohn geboren. Und das war doch schon etwas belastend. Er war gerade so 2 Monate alt und dann musste ich gehen und musste meiner Frau im Prinzip alleine die Verantwortung für beide Kinder überlassen und eben doch für 1,5 Jahre, wie damals der Wehrdienst war. Und das war schon eine Belastung. Das heißt, man konnte sich selten sehen, konnte sich schreiben, aber dieses nicht miterleben, wie das Kind heranwächst, nicht miterleben, welche Fortschritte es macht, sondern nur in größeren Abständen, das war ein Punkt, der hat mich schon belastet und ist ein Punkt, wo ich sage, das war in der Entwicklung kein so gutes Zeitpunkt. Was mitgenommen? Ja, zumindest wir hatten, ich habe ein bisschen auch hintergucken können bei der Militärakademie, was es so dort auch alles gibt. Das war ja die höchste Bildungseinrichtung der DDR für die Armee. Und ich konnte auch bei bestimmten Sachen dahinter gucken, da wir auch in Dresden eben viele Möglichkeiten hatten, ins Militärhistorische Museum zu gehen und auch sonst. Das war ein Vorteil, wir hatten dort die Möglichkeit eben auch sonntags zum Gottesdienst zu gehen oder auch Museen oder Theater kennenzulernen. Das war so ein Punkt, kulturell war das in der Zeit, da habe ich viel auch erlebt und mitbekommen und was für mich so sowohl verblüffend, aber auch, wahrscheinlich ist es so,
ist, dass ich dann die Flugpläne der 1945 im Februar auf Dresden gesehen habe und dort festgestellt habe, dass die Flugpläne, Bombenabwurfpläne alle auf zivilem Gebiet waren. Im Großen Garten, in der Innenstadt, nicht in den Militärgebieten, die es ja gab, im Stauffenberger Bereich, nicht im Bereich, wo die Hochschule war. Diese Gebiete waren ausgenommen in den Flugplänen der Piloten zur Bombardierung. Das war schon ein Erlebnis, wo ich sage, ja, das ist Krieg. Es geht nicht das Militär gegen Militär, sondern es geht Militär gegen Zivilbevölkerung. Ganz gezielt auf diese Bereiche die Bomben abzuwerfen. Und das waren so Punkte, wo wir sagen, ja, da hatten wir natürlich dort auch als Bausoldat ein paar Einblicke, wo ich sage, das war schon. Und das hat eigentlich meine pazifistische Haltung noch verstärkt, dass Krieg keine Lösung ist, sondern dass nur die Menschen die Verlierer sind.